Hallo liebe Zuschauer, heute in meinem Video geht es alles um den Korbboden. Es gibt ganz viele verschiedene Formen und verschiedene Hersteller haben auch unterschiedliche Öffnungsgrößen. Zum Beispiel hier kann man direkt sehen, Größe ein bisschen kleiner. So. Und ich erkläre, welche Garn ist am besten für welche Korbboden geeignet und wie man besonders an den Ecken häkelt. Und ja, los geht's. Mit welchem Garn kann man diese Holzböden umhäkeln? Ich habe hier ein kleines Beispiel zum direkten Vergleich. Erstens T-Shirt-Garn und Baumwollschnur. So, T-Shirt-Garn, nach meiner Erfahrung, gibt es so in die 4 verschiedene Größen. Erste, ganz dünn, die beträgt bis zu 5 mm hier. Im geschlossenen Zustand kann man so aufmachen, schauen. So, dann von 5 bis 7 in die Breite, so ungefähr. Dann die nächste schon mehr als 10 in geschlossene. So. Und die vierte ist ganz dick. Also diese allerletzte dickere Garn werde ich nicht für Körbchen nehmen. So eine dickere Garn geht lieber für Teppiche und so große Körbe ohne Holzboden. Also, den mache ich direkt weg. So, dann gibt es noch diese Baumwollschnur. Einmal habe ich mit Kern hier 3 mm und eine 5 mm auch mit Kern. Es ist sehr stabil. Am meisten benutze ich für Korbböden diese 7 bis 9 mm T-Shirt-Garn und diese 5 mm Baumwollschnur. Und ich zeige jetzt Beispiele, an welche Korbböden können Sie welche Schnur ausprobieren. Und zwar die allerdünnste T-Shirt-Garn zum Beispiel geht perfekt für einen Stern, weil der Stern ist so eine schwierige Form, in der man hat Spitzen und an diese Spitzen müssen in jede Öffnung an die Spitze 3 Maschen gehäkelt. Also man spricht immer für die Ecke eine Masche für die Ecke, eine Masche von die Seite, eine Masche von die Seite. Also 3 Stück in eine Öffnung. Und können Sie selber schon vorstellen, dass mit so einer dicke Garn in so eine kleine Öffnung kommt man gar nicht rein. Erstens kann man häkeln mit dünne T-Shirt-Garn, genauso wie hier. Kann man ganz leicht in jede Ecke 3 Maschen häkeln. Wie man so einen Stern umhäkelt mit dünnem T-Shirt-Garn, können Sie auch auf meinem Kanal nachsehen. Unten in der Beschreibung stelle ich direkt Link dazu. So, falls ihr mit mittlerem T-Shirt-Garn das umhäkelt wollt, das gibt es auch eine Lösung dafür. Es muss nicht unbedingt in diese Technik umgehäkelt sein. Ihr könnt auch so häkeln. Also einen Zopf von einer Seite und dann an diesen Zopf nicht über den Holzrand gehen, sondern direkt vom Zopf nach oben häkeln. Und dann brauchen Sie nicht diese 3 Maschen in die Ecke zu häkeln, weil die Ecke ist frei und quasi Körbchen sitzt dann oben drauf auf dem Holz. Und deswegen braucht man keine 3 Maschen. In dieser Variante ist am einfachsten zu häkeln, aber
Und dann sieht man direkt diese Holzteilchen. So, aber es ist ein Ausweg, falls ihr so welche Sterne oder zum Beispiel sowas, Tannenbaum habt und diese Ecken sind sehr kritisch. An diesen Stellen sind ganz dünne Stellen und mit dicke Garn rumherum kann man nicht häkeln. Also für so welche Form benutze ich meistens auch mittlere T-Shirt-Garn und häkele ich so rum, damit das Holz man sieht. Unten mit Zopf und dann direkt von hier steigt man hoch. Sieht auch schön aus. Also diese Tannenbaum habe ich mit mittlere, aber die war ein bisschen dicker als diese blaue jetzt. Und deswegen ist auch so ein bisschen massiv, diese Wände. So. Dann, das ist zum Dünnegarn. Mit diesem Dünnegarn kann man auch, klar, egal welche Form häkeln, zum Beispiel auch oval und so weiter, auch mit Größeöffnung, zum Beispiel, wenn Hersteller hat 1 cm Öffnung oder so, dann können Sie ruhig manche Stelle doppelt häkeln. Nicht einzelne in einzelne Öffnung, sondern manche Stelle doppelt. Ich erkläre es später, wie man das alles ausrechnen kann. So, das war zum Dünne. Jetzt mal zur mittleren Dicke von Garn. Die ist universell, passt fast zu jedem Boden. Wenn man um den Rand umhäkelt, so wie hier, und wenn die Öffnungen sind ein bisschen kleiner, so wie hier zum Beispiel, dann braucht man auch keine so welche Zopfabschluss machen. Dann sieht man die Öffnungen fast nicht, weil es schon zu eng ist. Aber wenn die Öffnungen sind größer, dann häkelt man rein und hier bleiben nur offene Stellen hier. Und deswegen mache ich immer noch so einen Zopf und schließe diese Stellen. Wie gesagt, das muss man nicht häkeln, aber es sieht einfach schöner aus, meiner Meinung nach. So, diese mittlere T-Shirt-Garn kann man in fast jede Form benutzen, auch für den Stern, wenn ihr nicht über den Rand häkelt. So, dann jetzt noch geblieben 2 Baumwollschnur. Diese dünne Baumwollschnur mit 3 mm häkle ich fast nie, weil der hat viel Verbrauch dann, aber das ist gut für Stern zum Beispiel, weil der dünn ist. Da kann man locker mit 3 Maschen rein. Und muss man aber auch aufpassen, dass der zu dünn ist. Manche Stellen muss man auch doppelt häkeln. So, damit das später nicht zusammenzieht. Und meine Favorit ist diese Schnur 5 mm mit Kern. Es gibt verschiedene Hersteller. Ich benutze meistens von Babini. Und diese Schnur hält ganz gut Form und hat auch viele verschiedene Farben. Bevor man mit Häkeln anfängt, wir brauchen ausrechnen, welche Maschen müssen für diese Boden gehäkelt sein. Und zwar ist es egal, welche Form von Boden ihr habt, ovales oder sowas zum Beispiel mit viel Ecken und so weiter. Allererst messen wir den Umfang von diesem Form. So, in meinem Beispiel ist es 30 cm Umfang. So, dann zähle ich, wie viel Öffnungen hat diese Form.
20 Stück. Praktisch jetzt im Idealfall eine Öffnung, eine Masche. Eine Öffnung, eine Masche. Aber je nachdem, welche Garn er nimmt und welche Häkelnadelstärke und welche Muster, es wird verschiedene Maschenanzahl ausfallen. Und zwar, wenn zu wenig Maschen wird gehäkelt, dann zieht diese Körbchen zusammen. Also praktisch stehen die Wände nicht hoch, sondern gehen sie so zusammen. Wenn macht ihr zu viel Zunahmen, dann wird Körbchen umgekehrt wie eine Schale aufgehen. Er wird so gehäkelt dann später. So, und wenn man will, es richtige Form hat, diese Körbchen, dann muss man auch ausrechnen, wie viele Maschen gehören zu diesem Boden mit diesem Garn. So, ich rate immer als erster eine kleine Muster häkeln, so mit 10 Maschen ungefähr. Es muss nicht unbedingt direkt hier gehäkelt sein, einfach Luftmaschenkette anschlagen, zusammen verbinden und ein bisschen in die Höhe häkeln. So, da ich hier schon ein Beispiel habe, mit Strickstichmuster häkle auch ich diese Körbchen. Okay, wir gehen davon aus, dass ihr habt schon gehäkelt eure Stück und jetzt muss man messen, wie viel Maschen in 10 cm sind. Also legt ihr so Maßband hier fängt an und hier 10 und zählen dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also ich habe in 10 cm 8 Maschen. Das habe ich aufgeschrieben. Hier 10 cm 8 Maschen. Jetzt müssen wir ausrechnen, wie viele Maschen kommen in 1 cm. Dafür nehmen wir diese Maschenanzahl und teilen durch 10. Es kommt so eine Zahl raus, 0,8. Diese Zahl, dann müssen wir mal unseren Umfang machen. Also praktisch 1 cm 0,8 Maschen und in 30 cm dann habe ich mit diesem Strickstichmuster und mit diesem Garn 24 Maschen. Also bei mir waren 20 Öffnungen, es ist schon 20 Maschen und ich muss 4 mal Zunahme machen, damit ich auf 24 Maschen rauskomme. Also die Zunahme versuchen Sie immer gleichmäßig verteilen, ungefähr so, hier, da und da. Wenn ihr so eine eckige Form habt, ihr müsst als erste beim Öffnen zählen, in jede Ecke anstatt eine 3 zählen. Also das heißt, in jede Ecke kommt immer 3 Maschen, wenn ihr über den Rand häkelt. Genau wie hier, über den Rand. Wenn ihr häkelt aber ganz normal nach oben direkt, so wie hier, dann brauchen Sie diese 3 Maschen nicht zählen. Nur eine Masche, weil es geht direkt hoch. So. Also dann diese Ausrechnung ist dasselbe, nur anstatt hier 1 zu zählen, zählen Sie direkt 3. 3, 3, 3, 3 und so weiter. Noch eine Kleinigkeit. An den runden Boden ist klar, gibt es keine extra Ecken, keine extra Zunahmen. Bei ovalen Boden. Ovalen Boden ist auch fast Ecke,
aber noch abgerundet. Deswegen zum Beispiel in diesem ganz großen Oval hier, ja, abgerundet, rate ich auch hier 3 Maschen über den Rand zu häkeln. Genau wie hier. Und alles andere ist dasselbe, ausrechnen wie hier beschrieben. Also, für meinen Boden, für diese Garn, für Strickstichmuster, brauche ich 24 Maschen. Hier habe ich 20 Öffnungen, dann mache ich 4 mal Zunahme. So. Ich werde häkeln mit Häkelnadel Nummer 5. Das geht problemlos rein und kann ich Garn rausziehen. Falls ihr dickere Garn habt, nehmen Sie als erste eine dünnere Häkelnadel, damit das problemlos rein raus geht. So. Als erste mache ich diesen Zopf rundherum. Das kann man auch später machen, aber ich mache immer das als erste. So, damit diese Öffnungen dann nicht zu sehen werden. Ungefähr 10 cm so lassen. Und jetzt rein Masche ziehen, dann direkt in die nächste Kettmasche ziehen. Und so weiter, bis man den ganzen Boden mit Kettmaschen umgehäkelt hat. So, jetzt muss man das verbinden. Und zwar nimmt man diese Endstück raus. Dann zieht man durch diese Masche. Und wieder zurück, wo das war. Hier unter die 2 Faden. Durchziehen. Und diese Ende wieder führen an die Stelle, wo es rauskommt. Also von anderer Seite umdrehen, in die Masche rein und hier führen. So, fertig. Sauber abgeschlossen. So, jetzt die allererste Reihe. Und zwar, man geht wieder in diese Öffnung rein, zieht Masche raus. Dann in die nächste Öffnung und so weiter. Und da ich ausgerechnet habe, dass ich 4 Zunahmen machen muss, dann mache ich jetzt anstatt einer Masche hier 2 in derselben Stelle, 2. Und wenn ihr ein bisschen dickeres Garn haben und da geht schwer durch diese Öffnungen, passen Sie bitte auf und machen lieber langsamer als zu schnell, weil diese Holz ist wirklich dünn und kann kaputt gehen. So, jetzt die nächste Zunahme. Und dann noch 2 habe ich Zunahmen. Wer mag, kann auch markieren, damit man das nicht vergisst und direkt gleichmäßig das verteilen kann. So, ich habe hier, da, jetzt kommt hier. So. Und weiter. Und jetzt allerletzte Zunahme mache ich hier und fertig. Wer mag, kann auch nachzählen, wie viel der Maschen hat, ob das alles richtig. So, wie man das verbindet, wer guckt meine Videos regelmäßig, der weiß, dass ich zeige immer mehrere Möglichkeiten.
Allerleichteste Möglichkeit unter die 2 Faden, das durchziehen, dann so weit rausziehen, bis man das ganzen Boden durchziehen kann. So. Und dann entsteht so eine Knote hier und Reihe ist verbunden. So. Das aber schwer, wenn man das wieder aufmachen muss, wenn irgendwo Fehler oder so. Dann zieht man diese Knote wieder auf und in Gegenrichtung wieder los. Fertig. Dann andere Möglichkeit gibt es zu verbinden, wenn ihr diese Endstück ein bisschen mehr lassen, so ungefähr halbe Meter oder so. Dann bei der letzten Masche, anstatt von Knäuel, nehmen Sie diese Endstück. Dann zieht man durch. Dann hier unter die 2 Faden. Und dann kommt wieder zurück an die Stelle, wo es rausgeht. Und ist wirklich sauber angeschlossen. Diese Methode ist perfekt sozusagen. Da sieht man gar nichts, keine Verbindungsstelle. Genauso wie auf dieser Seite wird man gar nichts zu sehen bekommen. Bei der nächsten Runde macht man das genau dasselbe. Aber, kleine Aber in dieser Methode, muss man ungefähr ausrechnen, wie groß euer Körbchen wird, wie viel diese Endstück sie lasten müssen. Also ich mache auf Nummer sicher immer so ungefähr, zum Beispiel mein Körbchen soll 10 cm sein, ich mache mal 4 immer. Also 40 cm, dann lasse ich diese Endstück und verbinde, so wie jetzt. So, falls ihr das ausgerechnet falsch habt und diese Endstück zu Ende war, aber 1 oder 2 Reihen noch zu häkeln, kein Problem, benutzen Sie auch andere Methode zu verbinden. So, Methode Nummer 3, falls keine Endstück da, ihr geht unter die 2 Faden wieder, zieht das durch. Je nach dem Muster, zum Beispiel mit diesem Strichmuster, muss ich in die Mitte von der Masche häkeln weiter. Also hier in die Mitte von der Masche häkeln. Deswegen, ich verbinde auch direkt in die Mitte von dieser Masche, wo unter die 2 Faden war, Verbindungsstelle. Ich gehe direkt hier in die Masche in die Mitte. Hier komme ich auch zwischen 2 Faden unten und lege ich diese Schlaufe drauf und häkle einfach eine Masche raus. Das ist die erste Masche von der Reihe Nummer 2. Wenn weiter mit diesem Muster, dann gehe ich weiter in die Mitte und häkle so. Wenn ihr diese Körbchen in die Breite noch machen wollt, wenn ihr diese Körbchen aber direkt in die Höhe macht, so wie hier zum Beispiel, ja, erste Reihe und direkt dann geht hoch, dann verbindet ihr das so mit diesem unter diese 2 Faden und stecht Häkelnadel nicht in die Mitte, sondern hier diese Stellen. Von diesen Stellen wird die Wände hochsteigen werden. Also geht ihr dann in diese Stelle rein, legt das drauf und häkelt dann eine Masche. So sieht das aus. Dann die nächste Masche kommt genau in diese Stelle und häkelt man hoch. Und so weiter. Dann steigt es schon in die Höhe, anstatt in die Breite. So sehen Sie. Hier kann man auch verschiedene Varianten nehmen.
zum Beispiel hier als erste unter diese Stellen. Zweite Variante, man nimmt auch einen Faden hier und diese Stelle zusammen. Dann entsteht nur so ein Strich anstatt Zopf. So. Und schauen Sie, direkt Unterschied. Hier war Zopf, hier nur ein Strich. So. Oder häkelt man andere Muster, egal mit einfachsten Maschen oder so. Dann geht man unter die beiden und diese Stelle auch nehmen, damit das fest steht und hoch geht. So. Dann wird gar kein hier Übergang zu sehen werden. Dann häkelt er so weiter in genau dieser Stelle. Also wie gesagt, je nach welchem Muster. So. Dann noch eine Verbindungsmöglichkeit. So, genau dasselbe. 2 Faden hier durchziehen und je nach dem Muster, man geht auch unter diese Verbindungsstelle rein. Dann legt das drauf und häkelt. So, sehen Sie? Dann geht es so weiter und häkelt hier. Dann steigt das wieder hoch, aber ohne diesen Zopf. So. Ich hoffe, ihr habt soweit verstanden. Und ich verbinde jetzt mit einer Knote, weil ich keine Endstück gelassen habe, verbinde ich mit Knote. So, Boden ist umgehäkelt, weiter steigt man hoch. Es gibt Möglichkeit noch weiter Boden vergrößern, aber dann muss man noch Zunahmen machen. Wieder ausrechnen wie vorher mit dem Umfang, weil es ist schon ein bisschen größer gewachsen. Es ist keine 30 cm mehr, ein bisschen mehr. So, aber wenn das erste Reihe fertig und wir häkeln jetzt weiter, dann geht man direkt in diese Stelle rein. Diese Stelle und häkelt man erste Reihe hoch. So, ihr müsst entscheiden, welche Muster ihr wollt und dann auch entsprechend häkeln. So, für meine Strickstichmuster wird dann so aussehen. Hier und da. So, beim Herz zum Beispiel habe ich auch ausgerechnet und auch Zunahmen gemacht. Hier an dieser Ecke 3 Maschen war schon richtig eng, sozusagen. Dann hier habe ich Zunahmen gemacht, hier habe ich Zunahmen gemacht und da Zunahmen gemacht. Also praktisch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zunahmen und in diese Ecke auch. So, dann ist es perfekte Form und alles gerade. So, dann jetzt zeige ich noch andere Variante mit diese Ecken. Wie kann man das direkt hochhäkeln, ohne über den Rand zu gehen? Ich nehme jetzt extra den bisschen dickere Schnur und diesen Stern. Lasse ich ungefähr 10 cm. Falls ihr das Abschließen jede Runde mit Endstück entschlossen haben, dann entsprechend Höhe von Körbchen mal 4 machen und dann so viel lassen. Okay. Dann, ich gehe irgendwelche Öffnung rein, ziehe ich Masche raus
bei dieser Garn, bei dieser Öffnung ist schon eng, das reinzukommen. Also lieber langsamer machen und am besten noch kleinere Häkelnadeln nehmen. So, man häkelt das genau dasselbe wie beim ersten Fall, einfach rum. So, allerletzte Masche ist fertig. Jetzt diese Endstück rausziehen, in die Masche rein, dann wieder zurückbringen, wo es vorher war. Also diese Faden durchziehen und jetzt von anderer Seite die Stelle wieder raus. So, Boden ist umgehäkelt. Jetzt steigen wir zur Wände hoch. Und ich empfehle als erste kleinere Häkelnadel nehmen, damit man ruhig ein bisschen hochziehen kann. Und an diese Stellen häkelt man als erste Reihe. Es ist egal, mit welchem Muster ihr anfängt, erste Reihe wird dasselbe sein. Einfach jede Masche umhäkeln. Und je nachdem, wie ihr das Maschenanzahl ausgerechnet habt, das auch entsprechend zusammen machen, falls nötig ist. Bei diesem dicken Garn brauche ich gar keinen Zunahmen. So, und vorsichtig in jede Ecke, also in diese Stellen häkeln. So entsteht auch Wand und er steigt so hoch. Und abschließen diese Runde könnt ihr auch wie im vorherigen Fall verschiedene Möglichkeiten. Eigentlich das war's. Alles, was ich gezeigt habe, könnt ihr ausprobieren. Und auch für den Boden gibt es auch so welche Deckel, auch in verschiedenen Farben oder ganz normal Natur unbehandelt. Und wie man Deckel umhäkelt, ist genau dasselbe wie Boden. Einmal herum. Wenn man eine Reihe runter häkelt, dann kann man den auch schließen. Aber dafür bitte nehmen Sie nicht diese Stelle, sondern diese Außenstelle, damit es ein bisschen größer als Körbchen wird. Wenn eure Körbchen immer noch größer als Deckel ist, dann machen Sie anstatt eine Reihe hier 2 Reihen. Dann wird definitiv passen. Und ja, diese verschiedenen Böden können Sie auch online kaufen. Es gibt ganz viele Anbieter dafür. Unten in der Beschreibung stelle ich einen Link, wo ich das immer kaufe. Es ist keine Werbung, es ist einfach aus Überzeugung. Ich benutze die Böden immer und gute Qualität. Die kann man auch in verschiedenen Farben kaufen und Boden und Deckel auch. So, ich hoffe, meine Video war nützlich für Sie und abonnieren Sie meinen Kanal. Über eure Likes und Kommentare werde ich mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!